Wir können die Dinge nicht auf der Ebene lösen, auf der die Probleme entstanden sind. Das heißt, sie können nicht über den Kopf gelöst werden, sondern wir müssen sie mit dem Herzen, mit der Seele, mit dem Bewusstsein, wie auch immer welche Worte man benutzt, so müssen wir sie lösen. Soul Space, der Podcast. Willkommen zurück im Soul Space, wo ich mich von spannenden Menschen und ihren Lebensgeschichten inspirieren lasse. Und normalerweise ist es so, dass ich meinen Interviewpartnerinnen erzähle, wie so ein Podcast überhaupt mit mir ablaufen wird. Aber nicht so bei Anna. Ihr habe ich angeboten, ins kalte Wasser zu springen. Wir haben uns zusammengesetzt und sie dachte, das wird erst ein Vorgespräch, aber ich habe gleich ihr angeboten, dieses Interview hier zu machen. Und obwohl sie total müde war und eigentlich nicht den besten Tag vielleicht auch hatte, hat sie das Angebot angenommen und ist richtig tief in dieses kalte Wasser getaucht. Für mich war vor allem eine Frage ganz präsent. Warum sie eine sehr renommierte Stelle als in der Entwicklungszusammenarbeit bei der UN und der GIZ gegen einen unsicheren Job als selbstständige Change-Facilitatorin und systemische Beraterin geändert hat. Ich wusste, es gibt da eine Geschichte und die wollte ich von ihr ohne Vorbereitung erfahren, ohne Beschönigung und habe eine unglaublich spannende und bewegende Geschichte erfahren, wofür ich sehr dankbar bin. Viel Spaß dabei. Ja, Anna, wir sitzen jetzt hier auf dem Boden vom Beta-Haus, dem vielleicht besten Coworking Space Berlins. Ja, und es ist total spannend, dass wir hier sind. Und du bist hier als Coach verwurzelt, als Beraterin. Gibt es eigentlich auch Coachin, das ist das Wort? Nee. Wahrscheinlich schon. Ja, als Coachin bist du hier verwurzelt. Und tatsächlich weiß ich nicht sehr viel, was du tatsächlich machst. Also das ist auch der Grund, warum ich hier bin und warum wir das aufnehmen. Aber bevor wir das tun, bevor wir da jetzt reingehen, würde ich super gern wissen, wer Anna ist. Wer ist Anna und warum bist du hier tatsächlich? Und welche Erfahrungen und Entscheidungen dich hierher gebracht haben. Und du kannst gerne wirklich so weit zurückblicken, wie du möchtest. Das Fragen stellen kannst du auf jeden Fall. Das ist eine schön offene Frage. Das heißt, ich kann anfangen, wo ich will. Ja, also ich bin die Summe meiner Erfahrungen und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sein werde, was ich jetzt bin. Und ich werde wahrscheinlich nie eine treffende Berufsbezeichnung für mich finden können. Inzwischen habe ich das auch akzeptiert. Ja, was noch? Es gibt keine feste Kategorie, mit der ich mich identifizieren kann. In meinen 20ern hatte ich damit viel Probleme. Also ich war nicht der Fußballfan, ich war nicht die Gitarristin in der Band, ich war nicht die Einserschülerin, ich war aber auch nicht die Sitzenbleiberin, ich war immer so ein bisschen alles. Und dadurch, dass ich irgendwie auch in allen Cliquen in der Schule so ein bisschen mitgemischt habe, war ich so schwer zu greifen. Und deswegen wurde mir oft Arroganz angedichtet. Also das war so eine gewisse Elusiveness. Im Englischen gibt es das Wort elusive. Deutsches Äquivalent fällt dir vielleicht ein. Also ja, und das
ich erzähle das, keine Ahnung warum, ich erzähle das wahrscheinlich, weil das mich so ziemlich ausmacht. Also bis heute. Dieses nicht Greifbare. Und seit meiner Ausbildung als Facilitatorin, als Change-Facilitatorin kann ich damit auch leben, kann ich es auch endlich akzeptieren. Während ich in meinen 20ern so akribisch versucht habe, mich in irgendeine dieser Boxen zu stopfen, was geht wahrscheinlich vielen so, ne? In dieser Identitätsfindungsphase der 20er. Und dann habe ich irgendwann loslassen können und akzeptieren. Also so, Paulo Coelho hat mal gesagt, als ich endlich, also sinngetreu, als ich endlich aufhörte, mich zu suchen, habe ich mich gefunden. Klingt so kitschig, aber es ist tatsächlich genauso passiert. Dass ich endlich loslassen musste. Freiwillig habe ich es auch nicht gemacht. Genau, dann bin ich einfach geworden zu dem, was ich jetzt bin. Und jetzt fühlt es sich endlich richtig an. War denn die Facilitatoren-Ausbildung die erste Ausbildung, die du gemacht hast? Nein, bei weitem nicht, aber die erste in diese Richtung. Ich sag mal, also es war die erste, die mich wirklich für das qualifiziert, was ich jetzt tue. Und so der Startschuss war die Theorie U und das U-Lab, dieser Online-Kurs zur Theorie U. Das war sozusagen wirklich der Startschuss. Dann habe ich Feuer gefangen und habe mich nur noch gefragt, wie ich das Wissen in die Welt bringen kann. Verknüpft mit meinem ganzen natürlich Wissen, also mit meinen Erfahrungen. Und habe da 2 Schulen in Berlin gefunden und die eine davon ist die School of Facilitating und da habe ich dann diese Facilitatoren-Ausbildung gemacht. Und im Prinzip ist das, gehört das alles zusammen. Also ich kann nicht sagen, also es fühlt sich schon richtig an, wenn ich sage, der Startschuss war die Theorie U, aber natürlich alles, was davor war, musste sein, so wie das wahrscheinlich, wie du das von jeden Lebensläufen immer hörst, dass es alles sein musste. Und zwar habe ich meine ganzen 20er oder zumindest einen guten Anteil meiner 20er die Karriere in internationaler Entwicklungszusammenarbeit verfolgt und zuletzt wollte ich halt unbedingt in eine UN-Organisation. Und da habe ich so ungefähr das vorzubereiten, habe ich so mit 26 angefangen, also relativ spät. Davor habe ich noch andere Sachen gemacht, wo ich gleich drauf eingehen kann. Auf jeden Fall, ab dann habe ich das ziemlich akribisch verfolgt und habe genau ganz unten angefangen, wo jeder anfangen muss, der in die UN möchte, ist mit einem Praktikum bei der UN. Ich habe dann direkt eins im Sekretariat in New York bekommen und danach direkt im Anschluss, wirklich ohne Urlaub, bei der GIZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Berlin. Also das war so quasi ein Musterverlauf, aber ich war noch nie unglücklich. Also es war nach außen alles perfekt. Und auch das hört sich so klischeehaft an. Es war nach außen alles so perfekt, aber innen hat sich irgendwie was immer weiter verschoben. Und ich habe mich noch nie so nicht in meinem Körper gefühlt und habe ganz krass unter Angstzuständen gelitten. Das ging, jetzt mit den Jahreszahlen. Ich weiß immer, wie alt ich war ungefähr, aber nicht, welches Jahr das war. Aber ich war ungefähr 27, als ich in der UN war. Und da ging das auch intensiv los mit den Angstzuständen. Aber ich habe immer weitergemacht und war dann auch in Berlin. Und dann kamen die Flüchtlinge. Dann habe ich auch also die waren schon da, weil ich war 2016 in New York und dann bin ich aber zurückgekommen und es gab sehr viele Programme zur Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt und dann bin ich da auch aufgesprungen hier in Berlin und habe da mitgewirkt und das war immer so projektgebunden, dann ging das Projekt wieder zu Ende, dann der nächste Job.
Jedenfalls habe ich das gemacht, weil ich besessen von der Idee der Freiheit war und der Gleichheit, also was heißt Gleichheit, aber Chancengleichheit, dazu beitragen wollte, dass es sowas gibt wie Freiheit. Ich habe aber schon in der UN oder gerade in der UN verstanden, dass diese Apparate alle viel zu groß sind und die Organisation, die Hilfsorganisation, und habe verstanden, dass es Entwicklungshilfe so gar nicht gibt und wollte es natürlich lange nicht wahrhaben, weil so viel Glam und Prestige an diesen Jobs hängt, vor allem diesen ganzen, naja, auch an Diplomatenposten und diesen ganzen Weltrettern und NGOs, und alle laufen sie mit wehenden Fahnen durch die Welt und können sich die Entwicklungshilfe so auf die Fahne schreiben, und das ist so nährend für ihr Ego, und so war es auch für meins. Aber ich habe halt, wie gesagt, die ganze Zeit gespürt, da stimmt irgendwas nicht. Und dann kam irgendwann der große Knall. Stand ganz kurz vor, also ich war in der letzten Runde, das ist so ein Schlüsselerlebnis gewesen, das kann ich ruhig mal erzählen, für einen Job in der, wie heißt sie denn noch? Ist alles sehr tief verdrängt. Der Entwicklungsbank. Wie heißt die UN-Weltbank? Weltbank, genau. Aber für die lateinamerikanische, es gibt auch sozusagen eine lateinamerikanische Weltbank, und es hat alles gepasst. Das war ja das Verwirrende. Also ich hatte da schon gelesen über Synchronitäten und habe nicht wirklich an den Zufall geglaubt und so weiter. Und das heißt, ich dachte, das ist schon richtig auf dem Track, wo ich bin. Weil alles, was ich vorher gemacht habe, ich war viel in der Bildungspolitik unterwegs, das ist auch mein Studium gewesen, und Berufsbildungspolitik, und die haben jemanden gesucht mit genau meinem Profil, und genau deswegen bin ich auch immer weitergekommen im Bewerbungsverfahren, aber mir ging es wirklich zusehends schlechter, und dann hatte ich dieses letzte Gespräch mit Washington, und ich hatte einen kompletten Blackout. Also ich war wirklich im letzten Schritt, das war eigentlich nur noch Formalia, und dann hatte ich einen Blackout und wusste überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Also sowas hatte ich noch nie. Ich habe wirklich den Verstand verloren in dem Moment. I lost my mind to find my soul. Habe ich später verstanden. Ja, und dann haben die mich wahrscheinlich für bekloppt erklärt in dem Moment, oder gedacht, was ist los mit den Mädchen? Also sie konnten mich natürlich nicht so einstellen, und dann kam ein ziemlich krasser Zusammenbruch. Das war Sommer 2018. Die Beziehung, ich habe meine damalige Beziehung beendet, den Job, in dem ich war, beenden müssen wegen andauernder Panikattacken und schwerster Depression. Und den Job habe ich natürlich nicht bekommen und Beziehung beendet, und Freunde sind weggezogen aus Berlin, und die Wohnung habe ich gerade noch so behalten. Ja, und mein damaliger Freund ist auch weggezogen, so dass auch der ganze Freundeskreis irgendwie weggebrochen ist von ihm. Das heißt, es war ein kompletter, das meinte ich vorhin mit, ich wurde gezwungen loszulassen. Also das hätte ich nicht von alleine gemacht. Ich wurde quasi einmal komplett genullt. Ich musste dann auch in eine Klinik, weil ich sehr gefährdet war und nicht mehr lebensfähig. Also es war wirklich ein Nullpunkt, eine Zäsur, und das war dann so 2 Monate oder mehr, wo ich komplett raus war. Und natürlich bin ich im Nachhinein unglaublich dankbar dafür und denke immer wieder daran, weil ich komplett mein Ego sich einmal aufgelöst hat. Weil dieses ganze aufgebauschte Ego und dieses Luftschloss, was ich mir gebaut habe, diese Identität, ist einmal komplett kollabiert, und ich bin durch die krasseste Scham und Schuld gegangen.
das war so eine Katharsis sozusagen. Und dann bam, auf dem Boden gelandet. Und dann musste ich mir halt anschauen, was quasi übrig ist. Und mich dann Stück für Stück zusammenbauen. Ja, dann kam im September 2018 die Theorie U zu mir. Ich könnte dazu noch was sagen. Ich krieg ein Nicken, ein energisches, okay. Ich habe dann verstanden, dass, was ich die ganze Zeit gespürt habe, warum ich nicht wirklich mehr an Entwicklungszusammenarbeit also an Entwicklungshilfe meine ich, glauben konnte, war der Fakt, dass es alles zu groß ist und dass wir niemals den anderen verändern können. Das ist eine der größten Illusionen, an der wir immer noch festhalten, viel zu viel. Auch im Alltag, im Privatleben, dass wir den anderen verändern können und irgendwas außer unserem eigenen Bewusstsein verändern können. Und das habe ich mit der Theorie U dann plötzlich als Theorie vorgeführt bekommen, dieses Gefühl, was ich schon die ganze Zeit hatte und dachte so, ja, wo warst du all mein Leben? Ich habe mich so alleine gefühlt, ohne diese ganzen Menschen, die auch die Theorie U leben, und plötzlich waren die alle da und haben verstanden, was ich meinte. Ja, und dann habe ich verstanden, was Otto Scharmer ja im Prinzip auch predigt, also Otto Scharmer, der Begründer der Theorie U, aber nicht so aggressiv predigt, sondern sehr klug predigt, ohne halt dann seine Zuhörer zu verlieren, dass wir die Welt, sage ich mal, oder unsere Umgebung über unser eigenes Bewusstsein ändern können. Nur so. Das heißt, indem wir mit uns verbunden sind und mit uns, wie man im Volksmund sagt, im Reinen sind, so können wir am ehesten die Welt zu etwas Gutem hinbewegen. Und das habe ich ja selbst so sehr gespürt, weil ich war in der Entwicklungshilfe tätig. Ich war im fucking Secretary of the UN, aber ich war sowas von nicht verbunden und da hätte ich noch so viele Projekte machen können. Das war ja das Beispiel dafür, wie es nicht laufen soll. Ich kann mir nicht auf die Fahne schreiben, dass ich die Welt rette und selbst komplett zerstückelt sein, dann wird es nichts. Und dann habe ich verstanden, nein, du musst dich erst heilen und ganz werden und mit dir verbunden sein und Frieden finden und erstmal nur das. Und dann habe ich mich nur darauf konzentriert. Und der Rest kam wirklich von alleine dann. Also der Rest hat sich angefühlt, als käme er, das war nie mehr so, als käme er von alleine, weil es war nie mehr so ein Krampf wie davor. Danke dir fürs Teilen. Gerne. Das hat mich echt berührt, muss ich sagen. Weil das ist irgendwie so ein Riesenthema auch von mir, muss ich sagen. Dass ich ständig das Gefühl habe, die Welt retten zu müssen. Oder ich war ein paar Jahre bei Technik ohne Grenzen. Das ist ein Verein, der Entwicklungshilfe macht in Ländern des globalen Südens, wie man das so schön sagt. Und da habe ich für mich immer wieder gemerkt, dass wir tun gute Sachen. Wir stellen da zum Beispiel einen Ofen hin, der medizinischen Abfall so entsorgt, dass man sich nicht mehr daran verletzen kann oder sich infizieren kann. Oder wir bauen Brunnen und so weiter. Ja, aber was tun wir eigentlich? So, wir versuchen, die Leute zu ändern. Wir versuchen, dass die genauso sind wie wir. Und dann gibt es natürlich immer so einen Konflikt irgendwie. Und deswegen fand ich das gerade so schön, dass du gesagt hast, dass es erstmal um uns geht. Ja, Entwicklungshilfe, ich meine, das ist nochmal ein ganz neues Thema da. Ich meine, wir haben sehr viel Schaden angerichtet im globalen Süden und jetzt ist es quasi eine verflixte Situation, weil jetzt kommen sie quasi ohne Hilfe nicht mehr da raus und so weiter. Ja. Aber dennoch, es verleitet jetzt zu dem Irrglauben wieder, dass wir deswegen ganz viel helfen müssen. Aber das Einzige, was überhaupt geht an Entwicklungshilfe, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und das muss man auch sehr klug machen. Mit minimaler Invasion und so weiter. Aber das ist nochmal ein anderes. Ja, total.
Mich würde es viel mehr interessieren, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du unbedingt bei der UN sein wolltest? Was war so der Traum dahinter, dass du das erreichen wolltest? Das ist eine höchst komplexe Frage. Und ich spüre die Antwort und versuche sie jetzt in Worte zu fassen. Ich habe schon immer so diese Aktivistin in mir gehabt und andere haben, also so ein Anteil, sage ich mal, und andere haben das oft als Freigeist oder Querdenkerin betitelt. Und in der Schule bin ich auch immer angeeckt, weil ich quasi ganz schlecht Dinge als gegeben und als so ist das jetzt akzeptieren kann und konnte. Ich habe schon immer Dinge sehr hinterfragt, konnte kein Stein auf dem anderen liegen bleiben, ohne dass ich mir das genau angeschaut habe. Wenn ich Dinge nicht verstanden habe, habe ich eine sehr schwere Zeit und auch anderen eine schwere Zeit gemacht. Also so ungefähr so ein Typ war ich. Das heißt, ich musste ganz viel verbessern, weil so viel falsch läuft. Ich habe aber ziemlich früh verstanden, dass das über Bildung geht. Also was heißt denn Bildung? Bildung heißt über die Köpfe der Menschen. Deswegen habe ich den Master of Education studiert. Also ich habe auch die Qualifikation zu lehren, bin ausgebildete Lehrerin. Der Master of Education bildet aber nochmal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus aus. Weil Bildung mich fasziniert. Warum? Weil sie letzten Endes die Köpfe lenkt. Und ich früh verstanden habe, dass das sozusagen das Werkzeug der Veränderung ist. Weil ich noch früher verstanden habe, dass Menschen irrational sind. Zum Beispiel ist es nicht logisch, Achtung, jetzt wird's dramatisch, es ist nicht gut und nicht logisch, zum Beispiel ein Kind zu schlagen. Ich habe es aber gesehen, was passiert. Ich verstehe, erst habe ich gedacht, die Welt ist böse. Dann habe ich gedacht, Moment, die Welt ist relativ. Das heißt, die Welt ist immer so, wie die Köpfe der Menschen sind. Aha, das heißt, wir müssen die Köpfe der Menschen verstehen. Aha, also muss ich in die Bildung. Und Lehrerin war mir dann irgendwie nicht ein groß genuger Hebel. Und dann habe ich mich halt immer weitergearbeitet, bis ich dann in die Bildungspolitik gekommen bin. Um da Großes zu bewirken und dann, wie gesagt, wie ich gerade beschrieben habe, zu verstehen, dass das so nicht geht. Der größte Hebel ist unser Bewusstsein, das weiß ich jetzt. Aber du hast mich ja gefragt, warum ich da unbedingt hin wollte. Und es ging mir um Veränderung. Und ich bin heute Change Facilitator. Also das war schon immer in mir drin. Aber was ist Veränderung? Kann man noch weiter fragen. Letzten Endes, there is nothing but change. If there's nothing but change, everything is change. So life is change. Change is life. Also weiß ich heute, dass ich einfach nur fasziniert vom Leben bin und die Dinge verstehen will. Ich habe es nur zu lange rational versucht und inzwischen halt loslassen können und verstanden, auch mit Hilfe der Theorie U, dass ich Dinge nicht rational, intellektuell lösen kann. Und das ist eine der größten Lehren, die ich auch in die Welt bringen will. Wir können die Dinge nicht auf der Ebene lösen, auf der die Probleme entstanden sind. Das heißt, und jetzt gehe ich wieder zurück in meine Kindheit, wo ich diese Lessons hatte, die Probleme entstehen im Kopf. Und jetzt habe ich verstanden, das heißt, sie können nicht über den Kopf gelöst werden. Aber das brauchte die ganze Reise meiner 20er, um das zu verstehen. Sondern wir müssen sie mit dem Herzen, mit der Seele, mit dem Bewusstsein, wie auch immer welche Worte man benutzt dafür,
So müssen wir sie lösen. Also was ich finde, was noch nahe liegt, was hier hinpasst, ist, was meine größte Schule war für das, was ich heute tue, ist eigentlich meine Kindheit und Jugend, da ich in den unterschiedlichsten Umfeldern aufgewachsen bin. Von typisch deutsche Mittelschicht zu einer Familie auf dem Bauernhof, im Landgasthof. Dann natürlich, meine Mutter ist Türkin und mein Vater Deutsch, also 2 Kulturkreise. Dann verschiedenste, also mal in bescheideneren Verhältnissen, mal in sehr wohlhabenden Verhältnissen, in so einer großindustriellen Familie, so Millionärsfamilie. Ich bin zwischen Hip-Hop und klassischer Musik aufgewachsen, zwischen Straßen, Ghetto und Berliner Philharmonie, zwischen Drogendealen und was ist noch so ein Kontrast? Und die Einser-Schülerin, die nie also nicht Einser, ich war immer 2+ oder 2, die nie für nichts gelernt hat. Ja, ich war Streitschlichterin, aber gleichzeitig, also in der Schule und in der Schülerzeitung und bei Musicals Regie geführt und also Strebersachen. Gleichzeitig war mein Bruder irgendwie einer der größten Gangster der Stadt und ich war immer die kleine Schwester und habe deswegen ganz lange keine Jungs abbekommen. Und dann die ganze Welt in der Türkei, noch immer so ein Sommerferien-Heimatsland Türkei, wo alles nochmal anders ist, wo das Frausein ganz anders ist, wo ich mit 12 mich das erste Mal als Frau gefühlt habe, weil ich mein T-Shirt nicht ausziehen durfte. Also es waren so viele Welten, die aufeinander geknallt sind. Dann kommen natürlich noch psychologische Sachen zu. Meine Familie. Jeder Einzelne ein eigener Charakter mit verschiedenen Defekten und ganz gegensätzliche Charaktere zum Teil, sodass halt nichts konsequent hatte. Meine Mutter hat fast immer genau das Gegensätzliche gepredigt, was mein Vater gesagt hat. Meine Mutter hat literally A gesagt und mein Vater B. Und ich habe noch einen großen Bruder, leiblichen, seine Art damit umzugehen war, sich rauszunehmen, zuzumachen. Und ich habe aber immer weiter versucht zu verstehen. Und deswegen habe ich eine ziemlich krass analytische Denkfähigkeit ausgebildet. So ist jetzt, mangels besserer Worte, kann ich das jetzt nur so ausdrücken. Das heißt, ich habe sehr schnell verstanden, was Relativität ist. Das heißt, wenn jemand was sagt, dann ist das nicht erstmal, dann ist das so, also dann sagt er das. Dann heißt es noch lange nicht, dass das so ist. Und alle sagen immer irgendwas. Und Menschen sind irrational und sie tun anderen weh. Und Menschen handeln nicht immer klug. Solche Sachen, das sind sehr erwachsene Dinge, die man eigentlich nicht in den Teenagerjahren versteht, weil man da noch so idealistisch. Ich war auch sehr idealistisch. Ich bin bis heute idealistisch. Ich weiß nicht, wie dieser blöde Idealismus überlebt bei all dem, was ich erlebt habe, aber der überlebt. Trotzdem habe ich diese Relativität sehr schnell begriffen, dass die Welt nicht schwarz und nicht weiß ist, sondern diese Graustufen. Weil halt auch in meinem Umfeld und mir und meinem Bruder sehr viel Leid angetan wurde und wir in sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind, mit sehr vielen wechselnden Lebenspartnern meiner Eltern, die sich sehr früh getrennt haben. Und mit Missbrauchsvorfällen und all diese Dinge, die man so in den Nachrichten hört, die Kindern so angetan werden können. Und das fühlt sich gerade richtig an, das zu sagen. Weil ich
es auch wichtig finde, dass Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die da durchgehen, verstehen, dass das eine Stärke werden kann, eine Ressource ist, wenn man versteht, das sozusagen als Kraft zu kanalisieren und dann in die Welt zu strahlen, wie so ein Lichtstrahl. Das ist natürlich ein Heilprozess, aber wenn man das schafft, dann ist es echt eine Superpower. Das bildet so eine krasse Resilienz aus und eine Stärke. Und man wird so früh erwachsen. Das klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber das ist so eine emotionale Reife, die, wenn man weiß, wie man damit umgeht, als Stärke verwendet werden kann. Also natürlich war ich als Kind und Jugendliche, mein Außenseitertum war auch dadurch begründet, dass ich diese emotionale Reife hatte. Das heißt, ich habe bei diesen ganzen Dramen immer nicht mitgemacht. Das hat mich alles gelangweilt. Ich habe immer durchblickt, was die machen, und dann fand ich das langweilig und habe lieber krassere Sachen gemacht. Das klingt sehr vage alles, ne? Schule geschwänzt und Drogen ausprobiert, mit Männern so Geschichten gemacht. Immer mit älteren Männern auch. In andere Städte gefahren heimlich, nach Berlin gefahren heimlich. Ich habe so gut wie nie Hausaufgaben gemacht und ich war echt oft nicht in der Schule und meine Eltern haben nichts mitbekommen. Meine Mutter war in den USA, meine Mutter ist, als ich 11 war, in die USA ausgewandert. Und dann bin ich bei meinem Vater aufgewachsen, der komplett überfordert war mit der Situation. Und ich bin dann, das war komplette Chaotenhaushalt. Erst mit einer Freundin, dann wieder eine neue. Ja. Und es hat eigentlich keiner gemerkt, was ich so den ganzen Tag gemacht habe. Ja. Aber dadurch hat sich halt meine Eigensinnigkeit und meine Eigenwilligkeit sozusagen herausgebildet. Wie konntest du das zu deiner Stärke machen? Kannst du den Prozess beschreiben, wie du das, ja, was so der Wendepunkt war, oder? Weil es gibt ja so unglaublich viele Geschichten von Menschen, die es eben nicht zu ihrer Stärke machen können. Was hast du anders gemacht? Es gibt auch ganz viele Geschichten von Leuten, die es geschafft haben. Erstmal diese ganzen unsexy Sachen, dieses Pragmatische. Ich habe viel Therapie gemacht, ich habe viel aufgearbeitet, erstmal ganz viel Licht drauf, was ist da eigentlich passiert. Verstehen, was da überhaupt passiert ist, rational. Das öffnet die Tür dafür, dass sowas dann heilen darf und kann. Aber eine Schlüsselerkenntnis ist, zu verstehen, dass man sich jedes Leid selbst antut. Und das habe ich gesagt bekommen, als ich auch in der Klinik war, als ich ganz am Boden war. Und das ist das Letzte, was man dann hören will. Dann will man denjenigen einfach nur noch umbringen, der einem das sagt. Aber es ist sozusagen die wichtigste Erkenntnis. Wenn man Opfer ist, dann ist das, weil man sich zum Opfer macht, egal was man erlebt hat. Und das würde ich sogar zu Holocaust-Überlebenden sagen. Man kann das krasseste Leid erlebt haben. Und gerade auch diese verdeckten, subtilen Leidgeschichten, die man eben nicht so sieht. Zum Beispiel mein Leid hat man überhaupt nicht von außen gesehen. Nach außen war immer alles picture perfect. Das sind für mich die packendsten Geschichten. Weil das ist so verdecktes Leid. Und davon gibt es richtig viel in Deutschland. So. Und man kommt nicht aus der Nummer raus, solange man sich als Opfer wahrnimmt. Opfer bedeutet, dass alles, was passiert, geschieht nur mit mir. Das nimmt manchmal so subtile Formen an, dass man so in so einer Art Ohnmacht lebt, ohne das zu merken. So, dieser Schalter muss umgelegt werden und den musste ich auch umlegen, um zu verstehen, oh wow, ja,
wenn ich das denke, dann denke ich das und das tue ich mir dann selbst an. Das fängt bei der Wahl meiner Gedanken an. Es fängt dabei an, zu verstehen, dass ich meine Gedanken wählen kann. So klein fängt das an. Also das ist ganz, ganz kleine Pisselarbeit gewesen. Dass ich erstmal verstanden habe, dass ich nicht meine Gedanken bin. Dann nicht das, was aus meinen Gedanken entsteht. Und das sind Stories und Gefühle, Gefühlswelten. Und das heißt, ich bin auch nicht meine Vergangenheit. Und ich bin nicht meine Zukunftsängste. Und dann habe ich immer mehr ein Gefühl davon bekommen, was ich denn bin. Dieses unbeschreibliche Bewusstsein, Awareness, Anna, mein Kern. Das war sozusagen Definition über Negation. Ich habe verstanden, was ich nicht bin. Und dadurch hat sich immer mehr ein Gefühl dafür entwickelt, was ich bin. Ich bin also nicht dieses ganze Drama, was mir angetan wurde. Der Hauptfehler ist halt, dass man sich nur noch auf das reduziert. Ich bin das vergewaltigte Mädchen. Ich bin das verlassene, nicht gesehene Mädchen. Ich bin das Mädchen, was nie in ihren Künsten gefordert wurde. Ich bin das ewig vernachlässigte Mädchen. So, und einige gehen durchs Leben und sterben so. Viele. Und ich denke mir, ich war irgendwie so an dem Punkt, dass ich also weil ich ja so eine Nahtoderfahrung hatte durch den Klinikaufenthalt in 2018. Ich bin da so gut wie einmal gestorben und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, das Leben ist verdammt kurz, wir haben nur ein Leben, so warum sollte ich es dann als Opfer leben? Und ich habe mich dann entschieden, in die Täterrolle zu wechseln. Und alles andere ist quasi nur eine Konsequenz daraus. Der Umgang mit Triggern, also die Konsequenz daraus ist, dass man nicht mehr die alten Muster lebt. Wenn man so aufgewachsen ist wie ich, neigt man dazu, sehr destruktive Beziehungen zu führen. Und ich habe mich entschieden, das nicht mehr zu tun. Das heißt, ich möchte dieses Muster nicht mehr fortsetzen. Und das ist so ein Befreiungsschlag. Das ist auch übrigens eine Sache, die ich mit Klarfreiheit in die Welt bringen will. Sich von den Mustern befreien bedeutet sich von dem Bullshit befreien, von dem, was einem eingebläut wird, was man ist, was man aber nicht ist. Und das ist wahre Freiheit für mich. Also im Prinzip bin ich nur weiter von Freiheit besessen, aber von der richtigen Freiheit. Und ich brauchte diesen ganzen Bullshit, um zu verstehen, was innere Freiheit bedeutet. Und zwar sich frei machen von diesen ganzen Identifikationen. Und natürlich ist das immer noch eine Reise. Also ich habe immer wieder noch so Momente, wo ich in die alte Nummer gerate. Und dann frage ich mich, okay, wen hebe ich gerade auf ein Podest? Wen mache ich zum Täter und warum bin ich gerade Opfer? Sind so kluge Fragen, weil wir immer, es gibt dieses Dramadreieck, kennst du das? Wir sind immer entweder Täter, Opfer oder Retter. In allen Beziehungskonstellationen. Und eigentlich muss man einfach nichts davon sein, so eine Balance ist gut. Und es passiert immer wieder, dass ich als Opfer in irgendeine Konstellation eintrete. Das ist so drin, wenn man so aufwächst wie ich, quasi als Opfer aufwächst, dann passiert uns das als Erwachsenen immer wieder. Und dann frage ich mich, und das sehe ich bei meinen Klienten auch, warum bist du so ein Opfer? Warum bist du so ein Kind gerade? Stell dich hin, mach dich aufrecht, own your life. So. Aber das haben wir nicht gelernt. Das haben wir einfach nicht gelernt. Wir haben quasi nicht gelernt, Erwachsene zu sein. Das ist auch so die Theorie des inneren Kinds, dass wir sozusagen immer das innere Kind bleiben. Punkt. Wow. Danke dir vielmals für vielleicht noch eine letzte Frage. Ja, und das ist so ein bisschen, ja, du beantwortest einfach so, wie du dich verstehst. Was für eine
Welt möchtest du mit deinen Veränderungen erschaffen? Also individuell, aber auch kollektiv. Was wäre so erstrebenswert? Ich möchte in einer Welt leben, in der die Menschen innerlich frei sind und sozusagen responsible werden, able to respond. Im Gegensatz zu react and reactive. Das heißt einfach nur wie so Maschinen auf Umstände reagieren, so je nachdem, wie sie programmiert wurden. Und wir sind alle programmiert. Sondern dass wir uns befähigen, responden zu können. Das heißt, aus der eigenen Freiheit und Stärke und aus dem eigenen Willen heraus zu entscheiden. Oder überhaupt erstmal eine Wahlmöglichkeit zu haben. Das heißt, nicht komplett seinen Mustern ausgeliefert zu sein. Das heißt, kurz, ich möchte in einer Welt leben, in der Menschen innerlich frei werden oder dafür leben tagtäglich, dass sie innerlich frei werden. Und das sollte das oberste Ziel werden, bevor wir irgendwas tun, überhaupt. Und ich möchte in einer Welt leben, in der das Heilige nicht mehr hinterfragt wird, sondern selbstverständlich ist. Das heißt, es muss Dinge geben, die heilig sind, so wie das Leben und nicht Kapital. Und Bewusstsein und Achtsamkeit und Liebe und Fürsorge ist alles das Gleiche im Prinzip. Das ist sozusagen das, was geheiligt werden sollte. Erst in uns selbst und dann für alle anderen. Und ich möchte in einer Welt leben, in der künstlerischer Ausdruck gang und gäbe ist, jeden Tag und viel mehr gelebt wird. Weil künstlerischer Ausdruck ist auch heilig. Ja, vielleicht noch eine Sache. Wenn wir responsible werden, das heißt, wenn wir für uns selbst die Verantwortung übernehmen können, selbst entscheiden können, weil wir nicht mehr unseren Mustern ausgeliefert sind. Was heißt das überhaupt? Das bedeutet, dass wir nicht mehr so leicht manipulierbar sind, dass wir eigensinnig sind. Das heißt, es passiert nicht das so einfach, dass wir Verschwörungstheorien zu Opfer fallen, dass wir Trump wählen, dass wir überhaupt irgendwelche Autokraten wählen, dass wir aber auch subtileren Ideologien folgen, dass wir überhaupt wir lassen uns nicht manipulieren, weil wir klar sehen. Wir sind klar und frei, Klarheit. Genau darum geht's. Das heißt, es ist Schluss mit dem Bullshit. Und wir können endlich sehen, dass das Leben ein Paradies ist, ein Himmel auf Erden. Und wir brauchen nicht dieses ganze Drama. Wir brauchen dann viel weniger Autorität. Wir brauchen viel weniger Führung, weil wir uns selber führen. Ich weiß selbst nicht genau, wie so eine Welt aussähe, weil mein Kopf, mein Intellekt wahrscheinlich zu klein ist dafür. Aber ich weiß, dass es geht. Also wir können eine Welt voller Individuen sein, die für sich selbst Verantwortung übernehmen und frei sind. Und deswegen brauchen wir nicht viel Führung. Die Demokratie ist da schon sehr nah dran an so einem Modell. Aber so lang hat ja auch noch nie eine Demokratie funktioniert, wie wir jetzt auch merken wieder. Deswegen, der Wandel muss von innen kommen. Danke dir. Danke dir auch. Und danke dir vor allem, es gibt so viel, wofür man jetzt danken könnte, aber danke, dass du dich geöffnet hast und vor allem danke dir für die Arbeit, die du gemacht hast, an dir selbst. Und dass du das jetzt mit anderen teilst, ist unglaublich besonders. Und nicht nur lobenswert, sondern einfach, ja, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es also für mich
höherwertigere Ziele gibt, als die du genannt hast. Von daher bin ich sehr berührt, dass das gerade das ist, woran du arbeitest und was dir wichtig ist. Von daher, danke dir. Danke dir auch. Nach dem Interview mit Anna habe ich mich noch länger mit ihr unterhalten über die Frage, warum es manche Menschen aus solchen schwierigen Situationen gestärkt herauskommen und manche es nicht überwinden können, davon zugrunde gehen vielleicht auch sogar. Und ich glaube, dass theoretisch jeder das Potenzial dazu hat. Und es sind nicht unbedingt die Menschen um uns herum, die uns vielleicht da raushelfen können, sondern es geht einzig und allein darum, wie sehr wir es wollen. Wie sehr wollen wir unsere Geschichte umschreiben und daraus etwas Positives machen. Es klingt natürlich alles total schön, dass sie jetzt diesen Weg für sich finden konnte. Man könnte sagen, dass ohne diese Theorie Anna vielleicht nie da rausgekommen wäre. Aber ich glaube tatsächlich, dass zuerst diese Motivation kommt, diese Energie, die uns alles schaffen lässt, die uns Dinge vollbringen lässt, die eigentlich für unmöglich gelten. Und dann kommen Dinge in unser Leben, die uns dabei helfen, die uns unterstützen und dadurch können wir sogar noch weitergehen. Und während wir gesprochen haben, gab es immer wieder Momente, wo wir minutenlang geschwiegen haben, die ich dann natürlich rausgeschnitten habe, damit es nicht zu langweilig wird. Aber genau in diesen Momenten wurde mir klar, wie viel in der Stille eigentlich noch da ist, wie viel Inhalt zwischen diesen Lebenspunkten existiert, zwischen den 2 Jobs, die man macht, zwischen den 2 Lebensabschnitten, dass diese Stille, in denen wir uns vielleicht richtig schlecht fühlen oder in denen vielleicht auch nichts passiert, dass gerade diese Momente so unglaublich wichtig sind, weil sie ein gewisses Momentum kreieren, eine gewisse Spannung, die sich dann loslösen kann, wenn sich etwas zeigt, wenn etwas zu uns kommt, dass wir auf diese Sachen antworten können, dass wir diese Chancen ergreifen können. Und damit sind dann auch diese Endpunkte gar nicht mehr so wichtig, weil man hat es nie geschafft, weil man jetzt einen besonderen Job hatte. Man hat es nie geschafft, wenn man die ganze Welt gerettet hat im Grunde, sondern man hat es erst dann geschafft, wenn man auch dazwischen nicht reagiert und bewusst bleibt. Und was ich auch aus dem Gespräch mitnehme, ist, dass es wirklich darum geht, zuerst an sich selbst zu arbeiten und zuerst zu lernen, präsent zu sein und ruhig und voller Frieden, bevor man irgendwas machen kann, bevor man an die Wahlurne gehen kann, bevor man einen Job anfängt oder bevor man glaubt, irgendwas auf dieser Welt verstanden zu haben. Es gibt noch so viel zu entdecken.